Da sind wir wieder. Mal gucken, ob wir jetzt in der zweiten Runde den Kopierer finden. Oder ob man das einfach nochmal von vorne Just a startet. step through this door, Stanley thought to himself. That's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Ja, wenn ich durch diese Tür gehen kann, kann ich durch alle Türen gehen. Nein, sie gehen nicht auf. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Ich muss es neu starten. 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, no, no. Okay. I can't just give these merits away for such little effort. Machen wir das irgendwann anders mal. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Also zumindest, ich meine, da steht doch ein Kopierer. Wie komme ich denn da hin? Da sehe ich einen, ganz deutlich. Es regnet nicht mehr. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Also wenn ich ja wüsste, wie man zu diesem Kopierer kommt, dann würde ich es vielleicht nochmal angehen. Da steht auch einer. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich bin gefangen. Irgendjemand macht die Türen hinter mir zu und ich kann sie nicht mehr aufmachen. Hilfe! Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Es hat sich nichts verändert gegenüber dem letzten Mal. Außer so ein paar Ansagen. His manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud. Nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Das Büro sieht anders aus. Es stehen jetzt hier ein Tisch und eine Couch und 2 Sessel mit Kistchen und so. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Yet incredibly, Sagt, by soll so simply pushing mehrmals random buttons on the keypad, Däumchen Stanley drehen. happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ja, dann fahren wir mal wieder runter. Jetzt ist ja schon lustig, dass es ein bisschen anders aussieht als vorher. Aber wir haben ja auch was verändert vorher. Wir können jetzt denken. Wir können uns fragen, ob wir die Maschine sind. Oder ob die Maschine wir ist. Oder wir. Wahrscheinlich eher wir. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ich kann mich ganz klein machen. Ich bin ein winzig kleiner Stanley. The lights rose on an enormous room packed with television. Ja. Bla 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 la la la. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich kann nicht rennen. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, fällt mir jetzt erst auf. Ich will rennen. Rennen. Schlimm genug, dass ich nicht springen kann. Ich will rennen. Rennen.
Brennen. Brennen. Diesen Platz, an dem Freiheit nichts bedeutet. Aber ganz ehrlich, diese Überwachungsvideos kann doch keiner sich angucken. Das sind doch viel zu viele. So viele Augen hat man gar nicht. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ja. Ich würde so gerne lesen können, was da an manchen von den Dingen steht. Verdammt, ich hätte da hinten bleiben müssen. Egal. No. He refused to believe it. He couldn't accept Gefeuert. it. His own life in someone else's Oh, da ist einer kaputt. Never. Da war ein kaputter Bildschirm. Wer hat ihn doch gesehen? Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Wir machen das Ding jetzt aus. Eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, ich meine, wir müssen dem Typen ja nicht mehr zuhören, oder? Er erzählt ja eh dasselbe. Ausgeschaltet. Hier sind ausgeschaltet. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Vielleicht mache ich auch ein Speedrun-Ende rein. Yes. Man soll es in unter 4 Minuten schaffen können. Ah, mach schneller. Oh, dunkel. Verdammt. Verdammt. Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Ja, die interessieren ihn aber nicht. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did the Ich gehe hin und her, 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 hin und her. Ich bin ein bisschen eingesperrt. La 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 la. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was für ein hübscher Garten. The only thing worth knowing. Stanley stepped through the open Parkplatz. Entschuldigung. Und dann dieses alte Backsteingebäude, ob das die alte Firma war. Hui. Und schon bin ich wieder außerhalb jeglicher Kontrolle. Eigentlich kann ich als Gefangener mehr Entscheidungen treffen als jetzt. Weil jetzt kann ich gar keine machen. Aber ich mache noch ein Special, was zeigt, was passiert, wenn man nicht auf den Typen hört, sondern sich eigene Gedanken macht. Erstmal denke ich, sollten wir das einfach alles mal durchgehen. So. Wenn sich es denn weiter verändert. Das muss sich ja noch ein bisschen verändern. Hoffentlich. Ich meine, wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass es noch mehr gibt. Mehr. Und wieder sind wir in unserem Büro. Und täglich grüßt das Murmeltier. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Also angeblich sind wir jetzt im falschen Büro. Okay. Das sieht aber noch alles genauso aus wie vorher. Guter Erzähler. Und ich suche immer noch den Kopierer.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he And entered the door to his left. Blatt. Berg. Nebel. Wie spät haben wir eigentlich? Ah, okay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, ja, wir gehen jetzt zu unserem Boss. Stanley walked upstairs to his boss's office. Wir gehen jetzt da hoch. 2487. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really Niemand be all da. alone? This was too much for Stanley to take. Too verdammt, much for falsch. any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Then on the floor, he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. Devious and random. 45. Statistically, nearly impossible, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct Ja, man kann ja den Erzähler nicht code. hören, wenn man Stanley ist. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Halt einfach die Klappe. Wir müssen jetzt wieder nach unten fahren. Ey, und weiterlaufen und das Ding wieder ausstellen und wieder in die Freiheit laufen und überhaupt und sowieso. Ich merke, wenn man der Stimme immer folgt, ist das Spiel richtig langweilig. Es ist viel lustiger, wenn man einfach alles anders macht. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Aber ich will es trotzdem einmal so durcharbeiten. Einfach, ich frage mich, wie oft du die Geschichte neu erzählst. Es ist ja immer dieselbe Geschichte. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Und das Ding anmachen. Jetzt können wir mal gucken, ob das hier stehen bleibt. Ich hoffe. Man kann es nicht lesen. Ich komme nicht nah genug dran. Das ist gemein. Ich will wissen, was da steht. Ich will das wissen. Wissen. Warum hat das einen roten Boden? Hey, das ist bei meinem Chef. Welche Nummer hat die Überwachungskamera von meinem Chef? Mach mal die Nummern wieder drauf. Komm, mach die Nummern wieder drauf. Der Chef ist Nummer 492. Interessant. Oder 492 war zuletzt beim Chef. Das kann auch sein. Und 292. 600 Mitarbeiter, aber irgendwie viel weniger Überwachungskameras. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Schon interessant. No. He refused to believe it. Und warum sind da eigentlich 2 ohne Nummern? 0 und 602? It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Wäre es dann 602? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ja. Wir waren utterly blind to the world. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. So, einmal hier durchlaufen. From this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that... Ausschalten. Wow, und nochmal geschafft. Sind wir jetzt bei Nummer 3 oder bei Nummer 4? Nummer 3, oder? Ich glaube 3. Blackness and a rising chill of uncertainty. Ist auch egal. Was it over? Ich werde jetzt ein KitKat essen.
He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments Vielleicht warte ich auch damit, bis das Spiel stiller ist, damit ihr mir zuhören könnt. As the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay Das ist nicht einfach nur ein KitKat. His co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ah, es ist nicht einfach nur KitKat. Es ist hervorragendes, leckeres, japanisches Grüntee-KitKat. Ich liebe japanisches Grüntee-KitKat. Und ich finde es bescheuert, dass man das hier nicht kaufen kann, weil es ist lecker. Aber es zu importieren ist sehr teuer. Diese kleinen Packungen KitKat. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ich auch. Ich habe Grüntee KitKat. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Viertelstunde drüber. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. KitKat.